Heute ist das Wetter wunderschön. Als ich die Küchenschublade öffnete, bemerkte ich plötzlich, dass die Knoblauchknollen, die schon lange dort lagen, begonnen hatten, frische grüne Triebe auszubilden. Anstatt sie wegzuwerfen, kam mir eine sehr interessante Idee. Heute verwandeln wir diese gekeimten Knoblauchknollen mit einer äußerst einfachen Methode, die wirklich jeder anwenden kann, in einen ertragreichen Knoblauchgarten direkt zu Hause. Als ersten Schritt entferne ich einen Teil der trockenen äußeren Schale. Dadurch lässt sich der Zustand der Knollen besser beurteilen. Und gleichzeitig wird verhindert, dass die alten Schalen I am Hydrokultursystem zu viel Feuchtigkeit speichern. Anschließend nehme ich ein scharfes Messer und schneide vorsichtig die Spitze der Knoblauchknollen ab. Schaut euch das an. Direkt nach dem Schnitt werden die frischen grünen Triebe I am Inneren sichtbar. Sie sehen aus wie kleine Blütenknospen, die nur darauf warten, aufzublühen. Dieser Arbeitsschritt verbessert nicht nur das Aussehen der Knollen, sondern ermöglicht es den jungen Trieben auch, leichter mit Licht und Luft in Kontakt zu kommen. Dadurch verläuft das Wachstum schneller und gleichmäßiger bei allen Knollen. Dasselbe wiederhole ich nun mit allen übrigen Knoblauchknollen. Nachdem das Pflanzmaterial vorbereitet ist, beginnen wir mit dem Bau unseres Hydrokultursystems. Anstatt teure Spezialbehälter zu kaufen, verwende ich große Plastikflaschen, die bereits am Haushalt vorhanden sind. Zuerst entferne ich sämtliche Etiketten von der Flasche, damit sich leichter damit arbeiten lässt. Danach benutze ich den Flaschendeckel als Schablone und markiere die Stellen, an denen Öffnungen ausgeschnitten werden sollen. Ich achte darauf, die Löcher gleichmäßig zu verteilen, damit jede Knoblauchknolle später genügend Platz zum Wachsen hat. Anschließend verwende ich ein Heißschneidegerät, um die markierten Öffnungen auszuschneiden. Falls ihr kein spezielles Werkzeug habt, könnt ihr auch eine erhitzte Messerspitze verwenden. Bei diesem Schritt solltet ihr vorsichtig arbeiten, da die Temperaturen recht hoch sind. Lasst euch einfach Zeit und arbeitet Loch für Loch. Nach wenigen Minuten hat sich die einfache Plastikflasche in ein praktisches mehrstöckiges Knoblauchanbausystem verwandelt. Diese runden Öffnungen dienen als feste Plätze für jede einzelne Knoblauchknolle während der ersten Wachstumsphase. Nachdem das Pflanzgerüst fertiggestellt ist, fülle ich die Flasche mit sauberem Wasser. Dies ist das einfachste Hydrokultursystem überhaupt und kann von jedem zu Hause umgesetzt werden. Das Wasser versorgt den unteren Teil der Knoblauchknollen kontinuierlich mit Feuchtigkeit und regt die Wurzelbildung an, ohne dass Erde benötigt wird. Die Knoblauchknollen werden so in die Öffnungen eingesetzt, dass ihre Unterseite gerade die Wasseroberfläche berührt. Sie sollten nicht vollständig am Wasser liegen, da dies während des Wachstums zu Fäulnis oder Staunässe führen kann. Nun ist alles vorbereitet. Wie werden sich diese gekeimten Knoblauchknollen in ihrer neuen Umgebung entwickeln? Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Es ist wirklich beeindruckend. Die grünen Triebe sind deutlich gewachsen und wirken voller Lebenskraft. Noch interessanter ist, dass man beim Anheben einer Knolle bereits kleine weiße Wurzelspitzen an der Unterseite erkennen kann. Durch den direkten Kontakt mit einer konstanten Wasserquelle muss die Pflanze kaum Energie aufwenden, um Feuchtigkeit zu suchen. Deshalb bilden sich die Wurzeln deutlich schneller als beim direkten Anbau in Erde. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt gekommen, etwas zusätzliche Nahrung bereitzustellen, damit sich das Wurzelsystem noch kräftiger entwickeln kann.
Zunächst benötigen wir etwa 6 bis 8 Vitamin B1 Tabletten. Ich zermahle sie zu feinem Pulver und löse dieses anschließend in sauberem Wasser auf. Vitamin B1 wird von vielen Gärtnern seit langem verwendet, um Pflanzen nach dem Umpflanzen bei der Erholung zu unterstützen und die Bildung neuer Wurzeln anzuregen. Nachdem sich alles vollständig aufgelöst hat, füge ich einen Esslöffel reinen Honig hinzu. Honig enthält verschiedene natürliche Zuckerarten und biologische Verbindungen, die nützliche Mikroorganismen unterstützen und ein stabiles Umfeld für die Wurzeln schaffen können. Nachdem alles gründlich vermischt wurde, nehme ich die Knoblauchknollen vorsichtig aus der Flasche heraus. Anschließend fülle ich die Nährlösung in jede Flasche und setze die Knollen wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück. Dabei solltet ihr besonders vorsichtig sein, damit die jungen Wurzeln nicht beschädigt werden. Nun haben unsere kleinen Knoblauchpflanzen die zusätzliche Energie erhalten, die sie für eine kräftigere Wachstumsphase benötigen. Einige Tage später, das Ergebnis hat mich wirklich überrascht. Die kleinen Triebe von damals haben sich inzwischen zu kräftigen, sattgrünen Knoblauchblättern entwickelt. Doch am beeindruckendsten ist das Wurzelsystem. Schaut euch diese Wurzeln einmal an. Sie sind dicht gewachsen, strahlend weiß und entwickeln sich gleichmäßig in alle Richtungen. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Pflanze gesund wächst und die Nährstoffe effizient aufnimmt. Die Kombination aus einer stabilen Hydrokulturumgebung und der rechtzeitigen Versorgung mit Nährstoffen hat dazu beigetragen, dass das Wurzelsystem sein volles Potenzial entfalten konnte. Da die Pflanzen nun über ein so starkes Wurzelsystem verfügen, ist dies der ideale Zeitpunkt für das Umpflanzen in Erde. Ich nehme die Knoblauchknollen nun nacheinander aus dem Hydrokultursystem heraus. Wie ihr sehen könnt, haben sich nahezu alle Knollen gleichmäßig entwickelt. Es gibt keinerlei Anzeichen von Staunässe oder Wurzelfäule, da wir von Anfang an nur den unteren Teil der Knollen mit dem Wasser in Kontakt gebracht haben. Ich lege sie in Reihen aus, damit man ihre Entwicklung besser beobachten kann. Solche Pflanzen mit kräftigen Wurzeln können entweder weiterhin zur Ernte von frischen Knoblauchblättern genutzt oder später in Erde kultiviert werden, um größere Knoblauchknollen zu bilden. Deutsch: Während des Umpflanzens gehe ich stets besonders vorsichtig vor, um das gesamte Wurzelsystem zu schützen. Schließlich ist dies der wertvollste Teil, den die Pflanze während ihrer bisherigen Entwicklung aufgebaut hat. Schaut euch diese jungen Knoblauchpflanzen einmal genauer an. Jede einzelne Zehe ist kräftig und gesund, die grünen Triebe wachsen aufrecht nach oben und das Wurzelsystem hat sich hervorragend entwickelt. Diese Voraussetzungen sind äußerst wichtig, damit sich die Pflanzen nach dem Einsetzen in Erde schnell an ihre neue Umgebung anpassen können.
Nach dem Trennen der Pflanzen bringe ich alle Knoblauchpflanzen in einen selbstgebauten mehrstöckigen Pflanzturm. Dieses System eignet sich besonders gut für Familien mit begrenztem Platzangebot, beispielsweise auf Balkonen, Dachterrassen oder in kleinen Gartenbereichen. Mit einer kleinen Schaufel grabe ich Pflanzlöcher, setze die Wurzeln vorsichtig hinein und bedecke sie anschließend mit Erde. Danach drücke ich die Erde mit den Händen leicht an, damit die Pflanzen sicher stehen. Der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen beträgt etwa 10 bis 15 cm. Dadurch hat jede Pflanze ausreichend Platz, um kräftige Blätter zu entwickeln und später größere Knoblauchknollen auszubilden. Nach kurzer Zeit sind die beiden Pflanztürme bereits vollständig mit frischen grünen Knoblauchtrieben bedeckt. Der letzte Schritt besteht darin, die Erde ausreichend mit Feuchtigkeit zu versorgen. Damit haben wir die erste Etappe unseres Projekts erfolgreich abgeschlossen. Aus gekeimten Knoblauchknollen aus der Küche ist ein grüner Knoblauchturm entstanden. Nun bleibt nur noch, die Pflanzen geduldig zu pflegen und auf ihr weiteres Wachstum zu warten. Mit der Zeit werden sie kräftiger werden und uns mit frischen Knoblauchblättern oder sogar großen Knoblauchknollen belohnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.